Triggerwarnung. In diesem Video wird das Thema sexuelle Übergriffe in Bezug auf Kinder angesprochen. Wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht, ist es total okay, wenn du das Video nicht schaust. Hi liebe Moonies und willkommen zu diesem Video. Heute geht's darum, wie eine Shin-Chan-Anspielung ein Sailor Moon Comic-Heft auf den Index für jugendgefährdende Schriften gebracht hat. Und das meiner Meinung nach zu Unrecht. Wir werden uns auch die offizielle Begründung dazu anschauen. Ich persönlich war ziemlich entrüstet, als ich die gelesen habe, aber immer schön langsam. Ich habe das fragliche Heft sogar hier. Das habe ich mal zusammen mit anderen dieser Comics geschenkt bekommen. Es handelt sich um das Sailor Moon Magazin Nummer 21 aus dem Jahr 2000. Hauptteil dieser Zeitschriften war immer ein Comic zu einer bestimmten Sailor Moon Folge. Es wurden also Screenshots aus der Episode verwendet. Diese Anime-Comics gab es auch auf Japanisch und wurden dann vom Verlag Egmont eingedeutscht. In dieser Ausgabe war Folge 104, Freunde finden ist schwer, aus Staffel 3 abgedruckt. Aber oh Schreck! 2001 landete das Heft dann auf dem Index für jugendgefährdende Schriften. Das bedeutet, es darf im Handel nicht öffentlich ausgelegt werden und in für Jugendliche zugänglichen Medien nicht beworben werden. Man konnte es aber trotzdem auf Nachfrage kaufen, wenn man über 18 war. Und es war ja auch schon eine Weile im Handel, bis das passiert ist. Natürlich ist es heute schon lange nicht mehr neu erhältlich. So, zunächst fasse ich zusammen, was meiner Interpretation nach in dieser Episode und somit im Comic passiert. Chibiusa will Freunde finden und trifft einen Jungen, der sich ziemlich komisch benimmt und zweideutige Anspielungen macht. Dazu muss man wissen, er ist eine deutliche Anspielung auf den Anime Shin-Chan, in dem das eben der Humor ist. Der Junge heißt Shinosuke, was auch Shin-Chans richtiger Name ist, und im Original haben er und die Mutter des Jungen sogar dieselben Sprecherinnen wie Shin-Chan und seine Mutter. Er hat außerdem eine Shin-Chan-Puppe. Jetzt ist es so, dass der Junge vor Chibiusa seine Hose auszieht. Daraufhin schreit sie erschrocken auf. Seine Mutter schreitet ein, schimpft mit ihm und nimmt ihn mit. Danach kommt der eigentliche Hauptplot der Folge, in dem Usagi und Co. zu einer Teezeremonie gehen. Und natürlich greift am Ende ein Daimon an, der vertrieben wird. Aber ihr könnt euch schon denken, der Grund für die Indizierung war die Shin-Chan-Szene. Und ich muss auch sagen, ich bin kein Fan dieser Szene, sie ist ziemlich weird. Und natürlich ist es nicht okay, dass der Chibiusa ungefragt sein Ding zeigt, keine Frage. Er wird danach aber auch geschimpft, was uns zeigt, dass es eben nicht in Ordnung war. Übrigens sieht man das Körperteil weder im Comic noch in der Folge. Allerdings hatte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften eine ganz andere Interpretation dieser Szene. Die offizielle Begründung kann man online finden auf der Seite Fragt den Staat. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Hauptfigur in der Geschichte Sailor Moon ist die sogenannte kleine Lady alias Chibiusa. Da schon mal Stopp. Also, es klingt jetzt arg weit hergeholt, aber vielleicht ist die Hauptfigur in Sailor Moon auch Sailor Moon. Ich weiß ja auch nicht. Weiter im Text. Das kleine Mädchen wird in das 20. Jahrhundert geschickt und erhält von einer Fee den Auftrag, Freunde zu finden. Die Fee, von der hier die Rede ist natürlich Neo Queen Serenity, Chibiusas Mutter, und die Flügel sind nur Deko an ihrem Kleid. Aber gut, natürlich hatten die nur diesen Comic vorliegen, von daher verstehe ich, dass sie das nicht wissen. Aber jetzt kommt's. Sie versucht das zunächst bei einem Jungen, der sie jedoch sexuell belästigt. What? Da bin ich ganz anderer Meinung, aber erstmal weiter. Chibiusa versucht es dann bei einem Jugendlichen mit dem Namen Mamoru, woraufhin dessen Freundin eifersüchtig wird. Ja, wer kennt ihn nicht? Mamoru! Natürlich wurde sein Name im Comic selbst richtig geschrieben. Und wer hier nur als seine Freundin bezeichnet wird, ist die eigentliche Titelheldin Sailor Moon. Aber das war's noch nicht mit Fehlern. Nach etlichen Verwicklungen gehen dann alle drei in die Verteidigungsschule von Tara Masoburu, woraufhin die kleine Lady beschließt, dass diese Frau ihre Freundin werden soll. Erstmal ist Tamasaburo ebenfalls komplett falsch geschrieben, obwohl es im Comic richtig steht. Zweitens ist das keine Verteidigungsschule, sondern eine Teezeremonie, was ebenfalls im Heft gesagt wird. Das macht auf mich schon den Eindruck, als hätte man sich nicht ausreichend damit beschäftigt. Die Hauptfigur der Serie falsch zu benennen ist schon peinlich, aber mehrere Dinge, die im Comic exakt drinstehen, falsch wiederzugeben? Wow. Und ja, wenn man jetzt nur dieses Comic-Heft gelesen hat, dann könnte man vielleicht drauf kommen, dass Chibiusa die Hauptfigur ist. Aber komm schon, es heißt Sailor Moon und Sailor Moon selbst kommt doch in dem Heft trotzdem vor. Und wenn man auch nur minimalste Recherche betrieben hätte, dann hätte man das rausgefunden. So, und jetzt erklären Sie nochmal genauer, was in der fraglichen Szene passiert sein soll. Ich zitiere.
Dabei trifft sie auf einen Jungen, der, nachdem sie einen Schwächeanfall erlitten hat, eine eindeutige sexuelle Handlung an ihr vornimmt. Der Junge öffnet mit einem Klick seine Hose und lässt sie mit einem Ratsch herunter. Die kleine Lady stöhnt mit herausgestreckter Zunge lustvoll. Nach dem Sexualakt wird der Junge von seiner Mutter auf den Hinterkopf geschlagen. Diese Sequenz kann nur als sexuelle Misshandlung eines kleinen Mädchens durch einen älteren Jungen interpretiert werden. Die Erfahrung einer Misshandlung wird laut Bildfolge als beinahe normales Geschehen behandelt und wird in keiner Form problematisiert oder thematisiert. Die Fortführung der Story wird sofort wieder aufgenommen, die kleine Lady zieht weiter, als sei nichts Wesentliches passiert, um neue Erfahrungen zu sammeln. Dass darauf nicht weiter eingegangen wird, wäre irgendwie viel logischer, wenn in der Szene eigentlich nichts dergleichen passiert wäre, oder? Ich denke, sie haben das Bild mit der schreienden Chibiusa falsch gedeutet, denn sie streckt nicht lustvoll die Zunge heraus, sie hat den Mund geöffnet und schreit, weil der Junge die Hose runtergezogen hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese typischen Comedy-Anime-Gesichtsausdrücke einfach nicht kannten. Wisst ihr was? Wir schauen uns einfach mal kurz die zugehörige Anime-Szene an, in der genau das Gleiche passiert. Ich bin bei dir. Ich werde dich heilen. Gleich bist du gesund. Du Schwachkopf. こうなったら最後の手段これを見るんだこのおバカって Also ja, die Szene ist mega cringe und unangenehm, aber ich habe noch von niemandem gehört, der da einen Übergriff reininterpretiert hätte. Und versteht mich nicht falsch, wenn es wirklich so wäre, wie es im Antrag beschrieben wurde, fände ich das auch sehr schlimm und die Indizierung gerechtfertigt. Aber ich denke eben nicht, dass es das darstellen soll. Aber das Beste kommt ja noch, denn wisst ihr, wer der gleichen Meinung war wie ich? Die Verfahrensbevollmächtigten der Verfahrensbeteiligten. Die haben nämlich eine Ablehnung des Indizierungsantrags beantragt. Ich zitiere: Sie sind der Auffassung, dass der Antragsteller die fragliche Szene in Sailor Moon fehlinterpretiert habe. Es werde keine sexuelle Misshandlung eines kleinen Mädchens durch einen älteren Jungen dargestellt. Es fänden keine sexuellen Handlungen zwischen den beiden Kindern statt. Das Mädchen stöhne auch nicht lustvoll mit herausgestreckter Zunge, sondern schreie vor Schreck angesichts der heruntergelassenen Hose des Jungen. Bei der herausgestreckten Zunge handele es sich um den zum Schrei geöffneten Mund des Mädchens, dargestellt in einer diesem Comic eigenen Überzeichnungen in Slapstick-Manier. Sailor Moon werde auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Auch diese Folge sei dort ausgestrahlt worden, woraufhin es keinerlei Beanstandungen gegeben habe. Ja, das finde ich ja auch geil. Ironischerweise hatte mit der zugehörigen Folge anscheinend keiner ein Problem, obwohl der Comic ja nur aus Screenshots dieser Folge besteht. Aber die kann man ganz normal auf Blu-ray und DVD schauen. Aber der Ablehnungsantrag hat leider nichts gebracht, das Heft landete trotzdem auf dem Index. Dabei hatten sie doch die meiner Meinung nach richtige Erklärung vorliegen. Das macht mich sauer. Vor allem, wie hier auch noch gesagt wird, dass hier eindeutig ein sexueller Übergriff dargestellt wird und man das gar nicht anders interpretieren könne, wenn nichts in die Richtung abgebildet ist, außer einem schreienden Mädchen, was viel bedeuten kann. Oder auch dieser Laut Oa, der abgebildet ist, der muss auch nicht unbedingt lustvoll sein, das kann doch auch einfach ein Oa sein. Und wenn man sich die Anime-Folge anschaut, dann hört man doch, dass es ein erschrockener Schrei ist. Aber die Mühe haben sie sich wohl nicht gemacht. Also, Fazit. Wie schon gesagt, denke ich, dass die Szene fehlinterpretiert wurde. Ich habe das Gefühl, man hat sich nicht wirklich mit der Materie auseinandergesetzt und hatte sogar noch den Antrag auf Ablehnung, der das genauso begründet wie ich. Die FSK hat die zugehörige Folge ab 6 Jahren freigegeben, also sehen die da wohl auch keine Gefahr. Meiner Meinung nach ist das Heft also zu Unrecht auf dem Index. Natürlich könnte mir das Ganze auch egal sein, denn die Sache ist schon über 20 Jahre her. Und wenn ich das richtig verstehe, läuft die Indizierung übernächstes Jahr sowieso aus und es wird von der Liste gestrichen. Außer sie würden es nochmal so einstufen, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Da das Heft auch nur noch gebraucht zu kaufen ist, hat es auch eigentlich keine Auswirkungen mehr. Trotzdem fand ich es spannend, mir das Ganze mal genauer anzuschauen und zu hinterfragen. Schon krass, dass eine eigentlich lustig gemeinte Shin-Chan-Anspielung zu sowas geführt hat, oder? Mich würde auch sehr interessieren, was ihr davon haltet, also schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr das Video gut fandet, dürft ihr auch gerne einen Like dalassen.
Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.